Sommer. Sonne. Meer. So richtig schön. Philipp. Stopp. Wir sollten vorne anfangen. Und vorne ist in diesem Fall viel zu früh am Montagmorgen noch in Dresden. Ja. Und wir zwei fahren mit dem Nachtzug Nach Kroatien. nach Jäger, schön an die Küste. Ja. Und vorher haben wir noch einen Zwischenstopp in Prag. Obwohl Prag jetzt nicht so weit weg ist, waren meine Kamerafrau Antonia und ich noch nie dort. Und um die schöne Stadt zu erkunden, haben wir uns Hilfe bei einem unserer Freunde gesucht. Max war schon öfter in Prag und wird für uns den Reiseführer aus der Hosentasche spielen. Achso, der Typ hier, das bin übrigens ich, Philipp. Und was wir da so sehen, ich bin sehr gespannt. Haben ein paar Orte uns rausgesucht. Ich denke, du kannst viele Fotos machen. Ich hoffe es. Na dann. Auf geht's. Der Zug ist gut gefüllt und unser Wagen bis auf den letzten Platz besetzt. Zwischen dem Gepäck eingekuschelt, springen unsere Gedanken auf morgen Abend zum Nachtzug. Ich bin so gespannt, wie diese Betten da drin sind. Also Ja. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. ich auch nicht, ne? Ich stelle mir es irgendwie wie bei Hogwarts vor, so ein Abteil. Wir haben es Příští zwar nur, aber... stanice, next stop, nächster Halt, Děčín hlavní nádraží. Das ist die Strecke, die wir in unserer ganzen Reise vor uns haben. Und zwar von Dresden bis ganz in den Süden nach Rijeka in Kroatien. Aber unser erstes Stück geht erstmal von Dresden nach Prag. Dieses erste Stück dauert knapp 2,5 Stunden. Ich nutze die Zeit, um mit Max eifrig zu schreiben. Für den ersten Tag hat er uns eine Route zu einigen der Klassiker zusammengestellt. Morgen schauen wir dann einfach mal, was wir noch so alles in Prag entdecken können. Kurz vor 17 Uhr wird es dann heißen, ab in den Nachtzug nach Kroatien. Als die Ansage Prag Hauptbahnhof ertönt, raschelt es überall um uns herum. Auch wir packen unsere vielen Sachen wieder auf Rücken, Schulter und in die Hand und stellen uns an. So. Wir sind in Prag angekommen. Also nicht ich alleine, sondern wir beide. Mit schwerem Gepäck. Wir sind in Prag angekommen endlich. Der Zug war ziemlich voll. Es war kühl. Es war kühl. Hier ist es nicht mehr kühl. Es ist Sehr warm. echt warm hier. Aber Max hat uns im Zug ein paar Sprachnachrichten geschickt, was er uns für Prag nämlich empfiehlt. War jetzt da drin ein bisschen schwierig abzuhören, deshalb können wir uns einfach mal hier hinsetzen und hören uns die mal an. Ja, wie gesagt, es ist warm. Hey ihr beiden, na, wie geht's? Hier kommen 3 Facts über Prag. Erstens, Prag nennt man auch die Goldene Stadt. Zweitens, die komplette Altstadt von Prag ist UNESCO-Weltkulturerbe. Muss man erstmal schaffen. Und drittens, die Karls-Universität ist die älteste Uni in Mitteleuropa. Entdeckt einfach die Stadt. Ich werde euch für heute noch einen Link schicken. Das ist eine ziemlich coole Location, wo ihr was essen könnt. Und dann werde ich euch noch zu 3 Orten ein paar Infos schicken, die ihr unbedingt gesehen haben müsst. Ansonsten genießt die Stadt. Cool. Sehr Aber das Essen klingt auf jeden Fall gut, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Für unsere Reise haben wir uns verschiedene Ziele gesetzt. Eines davon, nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Deshalb heißt es erstmal im großen Prager Bahnhof zurechtfinden, das Streckennetz ausführlich studieren und nach Tickets Ausschau halten. Jetzt wären wir beim Ticketkauf. Glücklicherweise kann man es erstmal auf Deutsch umstellen und wir würden nämlich gerne versuchen, möglichst viel mit Euro zu bezahlen oder eigentlich kein Geld zu wechseln. Darum gucke ich mal, was wir hier machen können. Also wir fahren morgen wieder. Naja, es reicht glaube ich erstmal die 24 Stunden. Davon wollen wir gleich ein paar mehr nehmen und zahlen per Karte. Also der Preis wird mir jetzt nur in Kronen angezeigt. Aber ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. €360 bezahlt sind 15 Euro. So, 3 Tickets haben wir. Das erste natürlich für dich, Antonia. Das zweite behalte ich. Und das dritte
Das geht hier rüber. Ich trage dein Ticket. Noch sind wir frisch. Also Treppe statt Aufzug. Antonia, Ja. was hältst du von dem Museum? Ja. Das sieht cool aus. Ich glaube, das müssen wir mal probieren. Man kann auf jeden Fall coole Fotos machen. Dafür bin ich auch da. Mal mehr. Vielleicht für morgen. Cool. Die U-Bahn rauscht in kurzem Takt. Nächster Halt, Florenz. Wer mit dem Fernbus fahren möchte, findet hier den zentralen Busbahnhof. Und wir, unser Hotel. Wir sind jetzt ein Stückchen nördlich vom Hauptbahnhof. Und unser Hotel liegt jetzt nur 5 Gehminuten entfernt anscheinend. Genau, da können wir unsere Sachen ablegen zumindest und erkunden dann mal ein bisschen die Stadt. Der Name Florenz geht vermutlich auf florentinische Bauarbeiter zurück, die hier zur Zeit von Karl IV. Siedelten. Mit der Straßenbahn geht es quer durch die Altstadt, direkt zum kulinarischen Tipp von Max, dem Café Globe. Hier sollen wir neben allerlei Leckereien auch was für die Seele bekommen. Ach ja, hatte ich eigentlich schon erwähnt, es ist so warm, es ist so warm. In dem Buchladen mit Kaffee ist es dank Klimaanlage angenehm kühl. Wir laufen an Regalen vorbei, in denen über 10.000 Bücher zum Schmökern einladen sollen. Die ruhige Atmosphäre lässt die Hektik der Großstadt entschwinden. Unterhalb der Galerie suchen wir uns einen Tisch. Die Speisekarte verführt uns auf Englisch. So ist es auch ohne Tschechisch gar kein Problem. Hi, what can I guys get you? Und es gibt Smoothies. Sowie einen erfrischenden Obstsalat und gegrillten Ziegenkäse mit Toast. Entspannt und gut gestärkt packt uns die Entdeckerlust und ich meine Kamera. So viele Bücher warten auf uns. Ich bin vor allem überrascht, dass hier alle Bücher eigentlich auf Englisch sind. Also tschechische Bücher habe ich hier noch nicht gesehen. Das kenne ich auf jeden Fall aus Deutschland anders. Also da muss man dann schon speziell nach den englischen Büchern suchen, aber so, dass hier gar nichts in Landessprache ist, überrascht mich. Mein Blick fällt auch auf einen recht speziellen Ratgeber. 26 von 27 Verlage wollten dieses Buch nicht drucken. Biografien und Unterhaltung verschiedenster Couleur. Bücherwurm Antonia im 7. Himmel. Antonia, hast du schon was entdeckt, was du gerne lesen würdest? Alles. Einfach alles. Einfach alles. Ich würde alles, jedes Buch lesen. Und jedes Buch mitnehmen. Gut, dann trenne ich sie wohl besser von den Regalen. Wir haben schließlich noch mehr vor. Martin, unser Kellner, hat uns verraten, dass sich auf der Terrasse noch andere deutsche Kurzurlauber aufhalten. Ihr seid wie lange hier? Bis morgen. Auch Ja, als also bis Zwischenreise. morgen, ja. Okay. Und habt ihr noch irgendwelche besonderen Orte, wo ihr hinfahren wollt? Wir wollen noch zum Havelsmarkt. Havelsmarkt heißt das, oder? Ja. Und dann... Tanzendes Haus. Tanzendes Ach Haus. genau, ja. Zum tanzenden Haus wollten wir noch, ja. Genau, das ist ja auch hier, wir haben dann für morgens noch ganz viele Skulpturen vorgenommen, die überall in der Stadt so verteilt sind. Habt ihr da schon mal welche gesehen? Ja, auf dieser Karlsbrücke. Das ist die Karlsbrücke, ja, da waren ja auch ein paar. Das riecht nach Klassikern. Und die werden wir hier im Café sitzend nicht finden. Also auf, zurück in das Gewusel der Stadt. Ich glaube, Max hatte uns gerade beim Essen noch eine Sprachnachricht geschickt. Ja. Können wir mal reinhören gerne. Erster Tipp. Wenn ihr am Altstädter Rathaus seid, geht mal an die Südmauer und schaut euch dort den gotischen Turm mit der berühmten astronomischen Uhr an. Die sieht super gut aus und ihr werdet sehen, da sammeln sich die ganzen Touristen. Denn zwischen 9 Uhr morgens und 9 Uhr abends gibt es da immer zur vollen Stunde ein interessantes Schauspiel. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Da bewegen sich Holzfiguren oberhalb des Ziffernblatts. Und das Ganze ist so beeindruckend, wenn man sich vorstellt, dass diese Uhr schon seit 600 Jahren da irgendwie steht und läuft. Okay, krass. Von der Karte, das sind für uns jetzt ungefähr 16 Minuten nochmal mit der Bahn.
Nein, so schummeln wir uns nicht durch die Stadt. Zu Fuß geht es durch die schönen alten Gassen. Immer in Gesellschaft von anderen Touristen. Max hatte zwar schon von Menschentrauben gesprochen, aber diese Menge, wir stellen uns dazu und hoffen, das Spektakel auch von weiter hinten gut einfangen zu können. Da oben rechts sind die Figuren zu erahnen. Ich tröste mich mit anderen schönen Fotomotiven. Davon gibt's hier reichlich. Was man auch immer wieder sieht zwischen diesen ganzen schönen Gebäuden, Geldautomaten oder Wechselstuben, bei denen man gleich Euro oder Kronen abheben kann. Falls man mal mit der Visa-Karte nicht weiterkommt, Google Pay, Apple Pay, alles was in die Richtung geht. Tipp 2. Es ist jetzt nicht weit, ihr müsst nur ein paar Straßen gehen, dann kommt ihr an die Karlsbrücke. Und das ist eigentlich, ja, das muss man gesehen haben, wenn man in Prag ist. Das ist eine der ältesten Steinbrücken Europas mit irgendwie 16 Bögen, die die beiden Uferseiten verbinden. Und da kann man wirklich sehr schön über die Moldau flanieren und sich links und rechts die Figuren angucken, die da aufgebaut sind. Die bekannteste ist wahrscheinlich die von Johannes von Nepomuk. Das ist so ein böhmischer Priester und Märtyrer gewesen. Antonia, ich nehme dir das mal ab. Und zwar gucke ich mir jetzt die Karlsbrücke mal ein bisschen genauer an. Vor allem aber diese eine Statue, von der auch Max erzählt hat, nämlich den Nepomuk. Irgendwo hier wird er sein. Und auch hier brauche ich nicht lange, um die berühmte Stelle zu finden. Hier sammeln sich auch tatsächlich mehr Touristen als vor allen anderen Statuen. Und hier soll dieser goldene Hund sein, den man für ein bisschen Glück reiben kann. Da gibt es auch die Legende, von der ich gehört habe. Und zwar, dieses Berühren des Hundes kommt eigentlich gar nicht davon, dass das Touristen mal gemacht hätten und dachten, okay, dadurch kriege ich Glück. Sondern das waren wohl Studenten in den 90er Jahren, die diesen Hund einfach geputzt haben und den Leuten gesagt haben, das machen andere, um Glück zu haben. Egal, man weiß ja nie. Das war also der zweite Tipp von Max und jetzt müsste ich nur noch Antonia finden und dann können wir uns eigentlich den dritten Tipp anhören. Was auch immer das sein mag, aber Max hat das, glaube ich, ganz gut gemacht. Ah, da seid ihr. Für seinen letzten Tipp hat Max erstmal nur eine Adresse geschickt und uns gebeten, erst dort in seine Nachricht reinzuhören. An jeder zweiten Ecke sehe ich immer wieder eine ganz bestimmte Süßspeise. Der herrliche Duft lässt uns beim dritten Geschäft keine andere Wahl. Und ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt oder an der Anstrengung, aber ich habe, glaube ich, noch nie was Besseres gegessen. Das hat uns gekostet 5 Euro pro Eis, also genauso viel wie eine Tageskarte. Auf den restlichen Metern zum dritten Tipp mehr Soul Food. Was gibt's da? Shakespeare. Wollen wir mal rein? Dritter und letzter Tipp. Vorher, hat von euch beiden eigentlich jemand Platzangst? Ich will jetzt keine Panik verbreiten, aber ich habe schon gehört, dass da Touristen stecken geblieben sind und von der Feuerwehr gerettet werden mussten. Ich spreche von der engsten Gasse der Stadt. Es ist eigentlich keine richtige Gasse, die hat keinen Namen oder so, aber die hat trotzdem einige Berühmtheit gewonnen, weil sie eben so schmal ist, dass man da nicht aneinander vorbeikommt. Sie ist so schmal, dass man Ampeln braucht, um den Verkehr irgendwie zu regulieren. Naja gut, und wenn man ehrlich ist, der ein oder andere Tourist, der gerettet werden musste, hatte vielleicht ein bisschen zu viel auf den Hüften. Okay, gut, dann... Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr euch da durchtraut, denn wenn ihr unten ankommt, an der Moldau, habt ihr einen wunderschönen Blick auf die Karlsbrücke. Ja. Na dann. Ja, zwischen diesen beiden Häusern da ist sie. Schick dich mal vor. Du schickst mich vor. Ja. Na gut, dann... Da ist es wirklich ein bisschen eng hier drin. Antonia, passt du durch? Ja, was soll denn das jetzt heißen? Nichts. Das war eng. Durch solche Gassen wurde übrigens früher Löschwasser vom Fluss nach oben getragen. So wirklich weiter geht es für uns hier nicht und der angekündigte Ausblick ist nicht zu sehen. Wir entschließen uns, wieder zurückzugehen. Auf der Suche nach einer anderen Möglichkeit für einen Blick auf die Karlsbrücke werden wir nach wenigen Schritten fündig. Ich glaube, diesen schönen Ausblick auf die Karlsbrücke, den hat uns Max versprochen.
Am Ende der engen Gasse hat man den allerdings nur, wenn man dort ins Restaurant geht. Das haben wir jetzt nicht gemacht, aber gerade mal 3 Minuten zu Fuß weiter hat man ihn dann doch direkt an der Moldau. Was ein Ausblick. Nicht nur wir genießen die Atmosphäre des Flusses. Der Abend kehrt so langsam ein und lässt die Stadt in goldenem Licht schimmern. Wir schlendern flussaufwärts und begegnen dem Tipp, den wir heute Morgen im Café bekommen haben. Ich sitze jetzt übrigens genau vor dem tanzenden Haus, wahrscheinlich einem der bekanntesten Häuser in ganz Prag. Es ist ein Bauprojekt aus den späten 90ern und der damalige tschechische Präsident Havel hatte das unterstützt. Und sollte eigentlich Kulturzentrum werden und ja, das eigentlich mal brachliegende Gelände hier ein bisschen verschönern. Ja, aus dem Vorhaben ist nicht so ganz was geworden. Jetzt ist oben ein Luxusrestaurant drin und unten Büroräume. Von der Dachterrasse aus soll man einen guten Blick über die Moldau auf die Prager Burg im Sonnenuntergang haben. Wir gesellen uns zu den vielen anderen, die das Spektakel von der Brücke aus verfolgen. Unsere Füße sind müde, als der Abend seine Decke über uns wirft. Danke, Max, für diesen Tag. Hotel und Bett rufen. Wunderschönen guten Morgen. Oh, so eine Mütze Schlaf tut schon echt gut, vor allem wenn man wie wir so viel unterwegs war in Prag. Ist echt eine riesengroße Stadt, muss ich sagen. An einem Tag kann man da überhaupt nicht alles schaffen. 2 Tage braucht man mindestens, die nehmen wir uns jetzt auch. Und ich muss sagen, man kommt mit Euro wirklich gut umher, mit ÖPNV ist hier super. Auch mit Englisch habe ich bisher gar keine Probleme gehabt hier. Und heute würde ich gerne dieses Museum angucken, der optischen Illusionen, und auch ein paar Fotos machen, vielleicht von diesen moderneren Skulpturen, die hier überall in der Stadt sind. Und apropos Fotos, ich sollte vielleicht erstmal gucken, was ich bisher so gemacht habe. Schon echt wundervoll, was man in Prag alles fotografieren kann. Ob das so kleine Objekte an irgendwelchen Hauswänden sind, diese ganzen Gebäude hier im Sonnenuntergang, das tanzende Haus zum Beispiel. Ist echt alles wunderschön und ich bin schon richtig gespannt, was wir an Tag 2 noch alles erleben werden. Ich hoffe, euch hat es bisher genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wenn ja, gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben und lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Dann verpasst ihr nämlich nicht die Folge 2 von unserer Reise hier in Prag. Und für die ganz Neugierigen, da unten verlinken wir euch schon mal den Link in die Mediathek. Da gibt es die Folge nämlich schon. Oder ihr schaut euch das Video da oben an. Da könnt ihr die Zeit auch ein bisschen mit vertreiben. Und ich schaue mir jetzt weiter meine Fotos an. Bis dahin.